Für die tobt ein göttlicher Krieg, und zwar Gott gegen Satan. Und entweder du bist auf Seiten Gottes oder du bist auf Seiten Satans. Das ist Shincheonji, eine neue Religion aus Südkorea. Sie rekrutieren auch in Deutschland. Ihre Methoden höchst umstritten. Und da werden dann Charaktereigenschaften abgefragt. Hier, keine Ahnung, selbstständig, konservativ, vorsichtig, nervös. Ich würde nicht wollen, dass jemand solche Sachen über mich sammelt, ganz ehrlich. Ihre Mitglieder müssen einen Eid ablegen. Damit verkauft man quasi seine Seele an Shincheonji. Also sie dürfen einem alles vorschreiben, wann du aufzustehen hast, wann du zu missionieren hast. Ich begebe mich auf eine Recherchereise, will herausfinden, ist Shincheonji eine Sekte? Und wie gerät man da rein? Und ich kann euch nur sagen, ihr macht Menschen kaputt, ihr zerstört Familien. Ich bin auf der Social-Media-Plattform Jodel auf einen Post gestoßen. Da schreibt jemand anonym, also so funktioniert die Plattform: Ich habe meinen Freund an eine Sekte verloren. Sie rekrutieren gerade massiv in Hamburg. Bitte passt auf euch und eure Freunde auf. Googelt Shincheonji. Noch nie von gehört, aber schon die erste Trefferseite gibt mir eine Idee davon, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Warnung vor einer koreanischen Sekte. Missionierung mit Tarnkappe. Shincheonji. Der Name steht für neuer Himmel, neue Erde. Das ist ihre Mission, heißt es. Und das hier ist ihr Gründer, Man Hee-lee. Ich stoße auf Videos, in denen er gefeiert wird wie ein Popstar. Er selbst nennt sich Pastor der Endzeit. Nur er alleine könne die Bibel richtig auslegen. Und er bezeichnet sich als körperlich unsterblich. Weiß Bescheid. Shincheonji ist eine christliche Glaubensgemeinschaft, angelehnt an die Bibel. Die Auslegung aber ist extrem. Ein dualistisches Weltbild, die Gläubigen gegen die Ungläubigen, Gott versus Satan. In Deutschland hat Shincheonji um die 3000 Mitglieder, etwa so viele wie Scientology, das schätzt zumindest Oliver Koch, Referent für Weltanschauungsfragen, mit dem ich spreche. Aber ist Shincheonji wirklich eine Sekte? Was ist das für ein System und vor allem, wie gerät man da überhaupt rein? Ich nehme Kontakt auf mit der Person, die den Jodel verfasst hat. Ich nenne sie in diesem Film Leonie. Sie erzählt mir davon, wie sie ihren Freund an Shincheonji verloren hat. Und auch von einer Dating-Plattform, auf der sie ihn einmal erwischt hat. Himmlisch plaudern, eine Kennenlernplattform für Christen. Dort melde ich mich an, recherchiere verdeckt. Ich will wissen, nutzt Shincheonji diese Plattform zum Rekrutieren? Gleich auf der Startseite erscheint das hier. Warnung vor falschen Bibelkursen und der Sekte Shincheonji. Leider erreichen uns immer wieder Meldungen, dass auch hier die Shincheonji-Sekte versucht, Mitglieder zu werben. Dies fängt erstmal harmlos an. Es kann zum Beispiel mit einer Einladung zum gemeinsamen Bibellesen beginnen. Dabei ist dann zufällig eine andere, sehr bibelkundige Person da und man wird an eine Bibelschule oder einen Bibelkurs herangeführt. Von anderen Aussteigern erfahre ich, dass Shincheonji während Corona vor allem online versucht, Mitglieder zu werben. Hi Leonie. Ich treffe Leonie, die den Jodel verfasst hat, in Hamburg. Ich will ihre Geschichte hören, will wissen, wie ihr Freund bei Shincheonji reingeraten ist. Sie möchte anonym bleiben, weil sie mit Shincheonji nicht in Zusammenhang gebracht werden will. 2,5 Jahre war sie mit ihrem Freund zusammen. Getrennt sind sie seit diesem Frühjahr. Sie erzählt mir, wie alles begann. Er nimmt Bibelkurse, hört auf, Alkohol zu trinken, lernt Koreanisch. Was Leonie anfangs noch für ein Corona-Hobby hält, wird für ihren Freund immer mehr zum Lebensinhalt. Also ich bin halt oft ohne ihn ins Bett gegangen, weil er eben noch irgendwie Kurse hatte. Und ich bin morgens auch alleine aufgewacht, weil er eben schon lange aus dem Bett war. Und irgendwie grundlos um 6 aufzustehen, habe ich noch nicht eingesehen. Leonie fragt nach, bis ihr Freund ihr die Geschichte von Adam und Eva vermittelt, aus seiner Perspektive. Und das war total logisch. Er hat das super erklärt. Es war wirklich, ja, fast schon faszinierend, weil das alles Sachen waren, die ich noch nie gehört hatte. Und das war in sich so verdammt logisch, dass ich wirklich neugierig geworden bin und meinte, klasse, das würde ich auch gerne lernen. Er stellt Kontakt zu einer Shincheonji-Lehrerin her. Von da an nimmt Leonie selbst einmal wöchentlich Rallye-Unterricht, wie sie es nennt. Nach ein paar Monaten aber ist für sie Schluss. Shincheonji merkt, dass Leonie sich nicht auf die Inhalte einlässt. Sie zeigt mir Unterlagen, die sie bei ihrem Freund gefunden hat.
Darunter auch solche Köderzettel, interne Dokumente mit biblischen Lektionen. Köder, allein dieser Name. Ihr Freund schließt sich für die Bibelkurse im Schlafzimmer ein, erzählt sie mir. Die Kurse laufen per Zoom. Leonie wird misstrauisch, stellt Fragen. Also ich bin halt ja vom Teufel, denn sonst würde ich ja nicht so kritisch nachfragen. Also ich teste seinen Glauben. Mit jeder Nachfrage habe ich seinen Glauben halt verfestigt und ihn eigentlich weiter da reingetrieben. Denn nur Satan möchte ihn ja davon abhalten, der Auserwählte zu sein. Für die tobt ein göttlicher Krieg, und zwar Gott gegen Satan. Und entweder du bist auf Seiten Gottes oder du bist auf Seiten Satans. Er schottet sich immer weiter ab. Auf Fragen geht er nur oberflächlich ein. Zeit für die Beziehung nimmt er sich kaum noch, erzählt sie mir. Gab es dann irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, so stopp, das geht so nicht weiter? Ja, das war tatsächlich ja der Tag der Trennung. Ich hatte ihm geschrieben und gesagt, dass ich gerne für uns kochen wollen würde. Und er meinte, ja, sehr gerne, aber ich gebe dir hier eine Dreiviertelstunde Zeit, denn davor gibt er selber einen Kurs, danach kriegt er einen Kurs und die Zeiten sind nicht verhandelbar. Dann stellt Leonie ihren Freund vor die Wahl. Die oder ich, wer auch immer die sind. Ich hatte ihn gefragt, da hatte ich wirklich explizit gefragt, wer seid ihr, wie heißt ihr, was macht ihr, wer ist alles dabei? Und dann hat sich sein Gesicht so ein bisschen verändert, er ist hart geworden und meinte, ja, dann muss er halt die wählen, er kann Gott nicht enttäuschen, irgendwie sowas. Und so hat er seine Sachen gepackt und das war's. Für mich klingt das nach einer krassen Geschichte, wenn man dabei zusehen muss, wie man seinen Partner nach und nach verliert. Von solchen Verläufen berichten mir mehrere Sektenberatungsstellen, mit denen ich telefoniere. Einer der Hauptgründe ist, Shincheonji agiert unter Tarnnamen. Von Sektenberatungsstellen gibt es im Netz ganze Listen davon. Da sind die bis 2017 unter anderem als Frankfurt, Korea, Internationale Missionsgemeinde aufgetreten. Oder bis Anfang 2018 Frankfurter Friedensgemeinde, International Bible College, Bible Center, Deutschland Zion-Gemeinde, Open Bible Academy. Und das sind nur die Namen in Hessen. Auf der Plattform Himmlisch Plaudern haben mich inzwischen 4 Leute angeschrieben. Wir schreiben über mehrere Wochen. Mit 3 von ihnen verläuft sich das Gespräch, aber... Eine war dabei, die ist quasi gefühlt mit der Tür ins Haus gefallen. Dann kam direkt in der zweiten Nachricht, momentan mache ich auch einen ganz tollen Bibelkurs. Und das bereitet mir sehr viel Freude. Als ich darauf eingehe und nachfrage, werden die Nachrichten immer länger. Sie schwärmt. Von der Atmosphäre, den Inhalten, den Leuten. Alles fände online statt, per Zoom. Dann schreibt sie auch, ja, also aktuell wären sie 15 Schüler, so zwischen 20 und 30. Aber es wäre jetzt alles super online, weil man da so unabhängig ist und so. Und dann fragt sie auch, hast du schon mal einen Bibelkurs gemacht? So, und so kam man dann ins Gespräch, da bin ich natürlich dran geblieben. Ich zeige Interesse. Direkt an einem Kurs teilnehmen ginge zwar nicht, aber sie schlägt einen gemeinsamen Zoom-Call mit einem Bibellehrer vor. Ein paar Tage später haben wir zu dritt einen Videocall. Gefilmt werden wollen sie nicht. Sie sagen mir, dass sie mit Shincheonji nichts zu tun haben. Prüfen kann ich das nicht. In der Zwischenzeit nehme ich Kontakt mit mehreren Aussteigern auf. Sie erzählen mir ihre Geschichte, schicken mir interne Dokumente. Sie geben Einblick, wie das System Shincheonji funktioniert, wie junge Menschen gecatcht werden sollen. Darin heißt es: Was ist der Geist? Gibt es den Geist oder nicht? Weil er unsichtbar ist, denkt man oft, dass es ihn nicht gibt. Was denkst du, was ist der Geist? Denkst du, du hast einen Geist? Argumentiert wird dann mit Bibelversen. Wind ist unsichtbar, existiert aber. Der Heilige Geist ist auch unsichtbar, existiert aber. Weitere Beispiele sind Radiowellen, Wind, Geruch. Sie sind unsichtbar, existieren aber. Nur weil man den König im Palast nicht gesehen hat, wird man nicht sagen, dass es ihn nicht gibt. Ein Aussteiger sagt mir dazu, das seien Lektionen, die leicht verständlich sind und somit das Interesse von jungen Christen wecken sollen. Er sagt mir auch, dass diese Argumentationsstruktur typisch sei für Shincheonji. Viel Interpretationsspielraum, Argumente, die weder klar belegt noch widerlegt werden können. Eine Mechanik, über die man quasi alles erklären könnte. Wovon mir Aussteiger auch berichten: Klappe halten. Niemandem von Shincheonji erzählen. Shincheonji nennt das Mundschließung, denn Satan versuche, durch andere Personen Mitglieder von der Lehre abzubringen. Und ich bekomme auch Dokumente, die Einblick in die Rekrutierungsarbeit geben.
In sogenannten Früchte-Informationsformularen sammelt Shinjeonji persönliche Daten von frisch Angeworbenen. Dabei bleibt es nicht bloß bei der Anschrift. Sie werden komplett durchleuchtet. Da wird von negativen Faktoren gesprochen. Ja, negative Faktoren, und das ist dann in den Augen von Shinjeonji sowas wie Schwangerschaft, Vorbereitung für einen Job, Umzugspläne, Glücksspiel. Alles Faktoren, die potenzielle Mitglieder von der Lehre abhalten könnten. Auch der Job, die finanzielle Situation, die Arbeitszeit fließt in die Beurteilung mit ein. Aber es geht noch tiefer. Und dann werden auch die Charaktereigenschaften abgefragt. Darunter sowas wie Kommunikationsfähigkeit, Wunsch nach Sicherheit und Kreativität. Und dann steht da quasi, muss man die bewerten zwischen schwach, mittel und stark. Und dann steht da oben als Erklärung, es sollten nicht mehr als 3 dominante Typen vorliegen. Bei 4 oder mehr sollte geprüft werden, ob eine psychische Störung vorliegt. Idealzustand ist Mittel. Ich würde nicht wollen, dass jemand solche Sachen über mich sammelt, ganz ehrlich. Ich bekomme auch Finanztabellen zugeschickt, in denen die Rede ist von Gemeindeabgaben, Centerunterstützung und Tempelbaugabe. Mehrere Aussteiger erzählen mir zudem, dass Mitglieder nach Möglichkeit 10% ihres Einkommens an Shinjeonji abgeben sollen. Ich möchte mit ihnen über all das vor der Kamera sprechen. 2 sagen mir zu, dann springen sie ab. Eine kann ich dann doch treffen in Frankfurt. Hi Sophie, grüß dich. Sie heißt Sophie, ist 27, studiert mittlerweile Theologie. Etwa 2 Jahre war sie mit Shinjeonji in Kontakt. Sie erzählt mir ihre Geschichte. Also ich war hier in der Gegend unterwegs und wollte eigentlich nur ganz schnell durch das Einkaufszentrum laufen. Und ja, wurde dann halt aufgehalten von einer Dame, die meinte, sie wolle einen Vortrag einüben und sie bräuchte da Hilfe, dass ihr jemand ein Feedback gibt. Und ich habe mich dann halt quasi einfach darauf eingelassen, weil ich in dem Moment einfach nicht so misstrauisch sein wollte. Aber sie hat einen wirklich so lieb angesprochen, dass ich mir dachte, ja, es kann doch nichts Falsches dabei sein. Sophie sagt, das sei Strategie, junge Menschen gezielt unter einem Vorwand anzusprechen. In Einkaufszentren, auf dem Unicampus oder an Bahnhöfen. Nach ein paar Treffen im Café fängt sie mit Bibelkursen an. Wenige Monate später wird sie selbst zum Rekrutieren losgeschickt. Ganz am Anfang ist es eher so freundschaftliche Basis. Also man trifft sich mit der Person auch mal gerne in einem Café dann oder tauscht außerhalb Informationen aus über das Leben, wie läuft's so, wie geht's so. Das kann auch schon mal wochenlang so gehen, bis man dann gefragt wird, ob man Interesse hat an einem Bibelkurs. Wer hinter diesen Bibelkursen steckt, wird nicht genannt. Ich zeige Sophie den Chat auf Himmlisch Plaudern, möchte ihre Einschätzung dazu hören. Also was ist so da dein erster Eindruck? Ja, also das klingt 100%ig nach Shinjeonji. Also weil es ja deren Strategie ist, erstmal zu sagen, ja, ich suche Freunde, ich suche Gleichgesinnte, ich suche eine Gemeinde womöglich noch. Und letztendlich sind sie da schon fest drin und versuchen gerade nur Leute reinzuziehen. Reinziehen in ein 3-stufiges Bibelkurssystem. Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe. 15 bis 20 Leute sind hier am Start, erzählt sie mir. Aber davon sind halt 3/4 schon Mitglieder, also die halt den anderen ganz Neuen vorspielen, dass sie den Kurs noch nicht kennen, noch nicht das Ende wissen, sondern dass sie jetzt alles genauso neu lernen wie die Schüler, die ganz neu sind tatsächlich. Aber also, warum wird das gemacht? Ja, das wird halt deswegen gemacht, weil ja, da man dann nicht mehr so kritisch ist, wenn man hört, so die anderen nehmen das ja auch alles so an und die sehen da nichts Komisches dabei. Also das ist halt dafür da, um dieses Gefühl auszuschalten, dass man kritisch sein soll. Die Skepsis vielleicht auch, die man hat. Weil das ist ja auch so ein Punkt, also ich meine, ich finde das richtig krass, dass die dann ja offenbar irgendwelche, kann man das fast so sagen, so Tarnmitglieder oder so? Ja, natürlich. Da reinsetzen. Das sind sozusagen Tarnmitglieder, die sie Blätter nennen. Blätter? Genau. Warum Blätter? Weil sie die Früchte schützen sollen. Die Früchte sind dann die Früchte neuen... sind dann quasi die neuen, die angeworbenen. Die sogenannten Früchte erwartet 4 bis 5 Stunden Lehre pro Tag, 4-mal die Woche. Zusätzlich Rekrutieren und Hausaufgaben. Von diesem heftigen Programm erzählen mir mehrere Aussteiger. Statt findet das in sogenannten Centern. Sophie zeigt mir, wo ihr Center früher war. Das ist ja mega unscheinbar. Also ich habe jetzt irgendwie gedacht,
weiß ich nicht, irgendwas, was vielleicht ein bisschen nach zumindest Kirche, Religion oder sonst irgendwas aussieht. Aber es ist ja vor allem immer eine Pizzeria. Wie muss ich mir das denn da drin vorstellen? Also da ist halt alles wie eine normale Schulklasse. Man sitzt noch an Tischen und nicht auf dem Boden. Da ist auch eine ganz normale Tafel. Wenn man reinkommt, gibt es halt erstmal Lobpreis. Also 2, 3 Lieder werden gemeinsam gesungen, bevor dann die Lektionen starten. Das, was dort vermittelt wird, wird später in Tests abgefragt. Wortgenau, erzählt sie mir. Also diese Sätze müssen mit Punkt und Komma und Strich auswendig gelernt werden. Also es gibt da keine Transferaufgaben. Für mich klingt das so, als wenn einem die Inhalte bei Shinjonji regelrecht eingemeißelt werden. Irgendwie check ich nicht, wieso macht man da mit? Ich habe schon gemerkt, dass ich mich da schon gut aufgenommen gefühlt habe und aufgefangen gefühlt habe in meiner traurigen Lage, in der ich da war. Ja, zuerst wird man sehr, sehr glücklich mit der neuen Gemeinschaft und auch die Lehre gibt einem Erkenntnis. Aber später wendet sich das Blatt halt total. Also da wird man quasi nur noch gedrillt, jetzt andere missionieren zu müssen. Und da hat sich die Gefühlslage schon sehr verändert bei mir. Da habe ich mir gedacht, erstmal fängt alles hier so locker an und man ist so freundschaftlich. Und jetzt heißt es, du musst missionieren, du musst die Leute herbringen. Und wenn man halt nicht so funktioniert, wie sie es wollen, dann sind sie auch nicht mehr so freundlich. Sophie zeigt mir den Ort, den Shinjonji den Tempel nennt. Ja, also hier war dann der Ort für die Eingeweihten, also dieser exklusive Ort, zu dem man erst kommen darf, wenn man da diesen Vertrag unterschrieben hat, diese Eidablegung, also dass man wirklich sich offiziell für Shinjonji entschieden hat. Vorher darf man da nicht rein, vorher wird da ein großes Geheimnis drum gemacht. Also ich habe das zum Ende der Kurse immer mal so mitbekommen, dass da irgendwie T-Punkt gesagt wurde statt Tempel. Also ich wusste, da war irgendwie so ein Ort, wo man noch hingehen soll nach diesem Center. Und ja, es wurde halt wie so ein Geheimnis drum gemacht. Zusammen schauen wir uns Fotos und Videos aus Gottesdiensten an. Also da wird der Gottesdienst übertragen, dass jeder ihn sozusagen mitbekommen kann. Wenn Leute in irgendeiner Form verhindert sind, dort teilzunehmen, dann müssen sie das Video davon gucken. Also das wird quasi darauf geachtet, dass jeder jeden Gottesdienst, jedes Wort, was da gesprochen wird, irgendwie mitbekommt. Das ist eine Aufnahme von einem Gottesdienst. Sie zeigt, wie die Mitglieder, alle gleich gekleidet, singen und klatschen. In den Tempel darf nur, wer offizielles Mitglied ist. Damit verkauft man quasi seine Seele an Shinjonji. Also sie dürfen einem alles vorschreiben, wann du aufzustehen hast, wann du zu missionieren hast. Soweit kommt es bei ihr aber nicht. Als sie gedrängt wird, obwohl sie krank ist, einen Test zu schreiben, steigt sie aus. Da ist mir halt so wirklich so die Erleuchtung gekommen, es wird so weitergehen. Also wenn sie schon jetzt so rücksichtslos sind, dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das später abläuft. Wie schwierig oder wie hast du die Zeit wahrgenommen, als du dann quasi letztlich gesagt hast, du willst das alles nicht mehr? War das eine schwere Zeit für dich? Ja, also es war schon sehr, sehr schwer. Es war sehr schwer, weil ich auf einmal nicht mehr diese ganzen lieben Menschen um mich herum hatte und wieder im alten Leben so klarkommen musste. Ja, also ich musste mich wieder komplett neu orientieren und mir da halt jetzt Gedanken machen, was will ich in meinem Leben. Ich habe dann angefangen, mein eigenes Leben wieder aufzuräumen, was alles vorher so schief gelaufen ist, gerichtet. Aber das hat schon echt Kraft gekostet. Also man muss da sich wirklich Gedanken machen, was hat mir eigentlich gefehlt, weshalb ich an diese Gruppe geraten bin. Ja. Sophie sucht sich Hilfe. Die findet sie bei Oliver Koch. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Shinjonji, berät Aussteiger und Angehörige. Er kennt den Druck, den Shinjonji aufbaut. Zum Beispiel auch mit solchen Dokumenten, die beim offiziellen Eintritt unterschrieben werden müssen. Eine Eidablegung bestehend aus 15 Punkten mit Sätzen wie:
Ich werde nicht das Wort des Teufels, welches im Internet verbreitet ist, glauben. Ich werde mich wie Jesus erniedrigen. Das schwöre ich vor Gott, wenn ich den oben genannten versprochenen Eid breche, wird Gott mich bestrafen. Sollte man jemals aussteigen wollen, bedeutet das die Hölle. Und das ist natürlich irgendwie etwas, was Angst macht. Also wenn da steht, Gott wird mich bestrafen. Total, das baut unheimlichen Druck Also auf, wir kennen das ja. Und wie gesagt, das ist halt auch immer wieder irgendwie der Kontext in der Beratung, irgendwie, dass Menschen zu mir kommen und sagen, irgendwie, ich habe einfach totale Angst. Ich träume davon irgendwie, dass die Apokalypse kommt irgendwie und ich sozusagen nicht gut genug bin, nicht genug gelernt habe und solche Geschichten. Ne? Oliver erkennt eine klare Entwicklung. Vor ein paar Jahren hatte er nur 4 bis 5 Beratungen pro Jahr. In diesem Jahr hatte er allein schon 40 bis 50 Stück. Leute aus ganz Deutschland. Neben den großen Hotspots Frankfurt und Berlin ist Shinjonji auch in anderen großen Städten wie Hamburg, Stuttgart oder Marburg aktiv. Oliver erzählt, dass sich kürzlich eine Shinjonji-Aussteigerin an ihn gewandt hat, die in die Psychiatrie eingeliefert werden musste. Das sind natürlich irgendwie dramatische Kontexte. Ne? Also wenn da sozusagen Menschen zu mir kommen und sagen, wir sind da so manipuliert worden und wir haben unsere ganze Zeit, auch unsere ganze körperliche Kraft da investiert, dass wir irgendwann nicht mehr konnten. Trotzdem nutzt Oliver nur ungern den Begriff Sekte, weil er von vornherein negativ behaftet ist. Er bezeichnet Shinjonji als koreanische Neureligion mit problematischen Merkmalen. Also sie sagen ja ganz deutlich in all ihren Schriften, in all ihren Veröffentlichungen, wir sind die einzige Gemeinde, die das Heil hat. Das ist natürlich ein typisches Merkmal einer problematischen Religionsgemeinschaft, wenn man sagt, irgendwie wir sind die Einzigen und alle anderen sind es nicht. Also der klassische Dualismus, Schwarz-Weiß-Denken, wir sind die Erretteten und die eben nicht zu uns gehören, sind das nicht. Oliver erzählt auch von Unterwanderungsstrategien anderer Gemeinden, dem sogenannten Sheep-Stealing. Eine Missionierung in anderen Gemeinden, um sozusagen Menschen aus diesen Gemeinden zu Shinjonji zu führen. Und es gibt in Korea tatsächlich irgendwie, also in dem Herkunftsland irgendwie von Shinjonji, die Problematiken, dass ganze Gemeinden übernommen wurden. Ne? Also sozusagen irgendwie man da fast militärisch, missionarisch rangeht. Und das sehen wir natürlich total kritisch. Nachdem sich Shinjonji lange Zeit versteckt hat, scheint es jetzt einen Strategiewechsel zu geben. Ich finde eine Website der Shinjonji-Gemeinde Frankfurt, die erst vor kurzem gelauncht wurde. Auf der Seite wird unter anderem die Lehre erklärt und es gibt ein FAQ, in dem zu kritischen Fragen Stellung bezogen wird. Hier schreiben Sie, wir würden zwar gerne unter dem Namen Shinjonji Bibelzentren und Gemeinden gründen, allerdings führt das mitunter zu Problemen in Mietvertragsschlüssen. Das ist der Grund, den Sie anführen, in Mietvertragsschlüssen und infolge von falschen Informationen und Medienberichten wird einem die Freiheit beim Lernen genommen. Wegen solcher Probleme kommt es vor, dass der Name Shinjonji beim Abschluss von Mietverträgen nicht genutzt werden kann. Zum ersten Mal in Deutschland wird zu einem öffentlichen Bibelseminar auf YouTube eingeladen, mit anschließender Pressekonferenz. Wenige Tage später bin ich am Start. Nach einer kurzen Begrüßung und etwas Musik übernimmt ein Lehrer das Wort und peitscht ein paar Inhalte durch. In der anschließenden Pressekonferenz sind mehr Shinjonji-Mitglieder als Pressevertreter. Alle Fragen beantwortet der Leiter der Shinjonji-Gemeinde Frankfurt, Song Jeng Park. Eine Dolmetscherin übersetzt. Viele sagen, dass Shinjonji eine Sekte ist, dass es ein Ort ist, zu dem man nicht gehen sollte. Auf was für einer Grundlage diese Behauptungen beruhen, das fragen wir uns auch. Das heißt, das, was wir lehren, was das ist, das wollen wir vorstellen und wir möchten, dass man sich erst einmal anhört, was für Worte wir vertreten und dass man dann schaut, was ist das, was verbessert werden müsste, was korrigiert werden müsste und was berichtigt werden sollte. Dann darf ich die erste Frage stellen. Ich konfrontiere Shinjonji mit ihrem dualistischen Weltbild, dem Kampf Gläubige gegen Ungläubige. Können Sie denn nicht trotzdem verstehen, dass dann Shinjonji häufig als Sekte kritisiert wird? Oder wie sehen Sie das Ganze? Wir wollen anhand der Bibel aufzeigen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Und diese Unterscheidung vorzunehmen, das halten wir schon für richtig. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist, denke ich, allerdings, wenn man das biblisch betrachtet, nicht der richtige Ausdruck, sondern wir glauben daran, dass es richtig ist, ein Glaubensleben zu führen, wo die Bibel der Maßstab ist. Überzeugt mich nicht so wirklich. Warum wird dann unter falschem Vorwand rekrutiert? Warum wird da verheimlicht, dass Shinjonji dahinter steckt? Es ist tatsächlich so, dass wir beim Anwerben verschiedene Konzepte genutzt haben, das stimmt. Wie Sie vorhin gesagt haben, haben wir auch mal gesagt, dass es Uni-Projekte sind oder auch Theater. Über solche Methoden hatten wir auch angeworben.
Dass wir aber solche Methoden genutzt haben, lag daran, dass wir zunächst einmal den Menschen näher kommen wollten durch das, wofür sie sich auch interessieren. Das heißt, dass wir überhaupt mit den Menschen in Kontakt kommen und uns austauschen können und ein gewisses Vertrauen besteht, bis man darüber sprechen kann. Das heißt, das sind lediglich Methoden, um Freundschaft aufzubauen. Danach geht es aber darum, dass man in die Bibel einsteigt. Dass dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind, das tut uns auch leid. Wenn es in Deutschland allerdings so wäre, dass man nicht unter allen Umständen von vornherein sagen würde, dass Xinjiang ein schlechter Ort ist und dass man sich die Orte ruhig mal anhören kann, dann würden wir das auch nicht so machen, sondern wir würden dann ganz frei und offen sagen, wir sind von Xinjiang. Für mich klingt das nach einer klassischen Täter-Opfer-Umkehr. Während der Pressekonferenz meldet sich auch ein Aussteiger zu Wort. Er möchte unerkannt bleiben. Ich kann euch nur sagen, ihr macht Menschen kaputt, ihr zerstört Familien. Und die Bibel, die baut einen auf. Die Bibel gibt einen Kraft, Hoffnung. Ja, die schweißt zusammen. Wir sind alle Geschwister im Glauben. Und was Xinjiang macht, das ist absolut. Ich will nicht ausfallend werden, aber ja, sehr, sehr traurig. Xinjiang geht darauf nicht ein. Kurz danach ist der Aussteiger aus dem Zoom-Call verschwunden. Eine Sekte will Xinjiang nicht sein. Meine Recherche zeigt mir aber, dass Xinjiang ein hochproblematisches System betreibt. Ein System der Tarnung und Täuschung, das Menschen manipuliert, unter Druck setzt, in eine Abhängigkeit treibt. Sollte euch mal was komisch vorkommen, wenn ihr vielleicht auf der Straße oder vielleicht wirklich auch auf Dating-Plattformen angeworben werdet, dann seid auf jeden Fall kritisch und informiert euch. Ich habe euch dazu mal einige Infos in die Infobox gepackt, auch Kontaktdaten zu Sekteninfos. Die helfen euch natürlich auch, wenn ihr vielleicht schon mittendrin steckt und raus aus der ganzen Sache möchtet. Ansonsten würde mich interessieren, habt ihr vielleicht schon mal selbst solche Erfahrungen gemacht? Dann schreibt mir auch das gerne einmal unten in die Kommentare. Und ich habe euch hier noch ein Video von meinem Kollegen Leroy verlinkt. Der hat mit einem Zeugen Jehovas Aussteiger gesprochen, unter anderem auch über die Frage, warum er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat. Nächste Woche gibt es dann noch das Q&A zu unserem Film.